ziemlich genau im August sind es jetzt 3 Jahre her, seitdem wir hier in Krakau sind. Uns fragen auch viele Leute, wie kam das eigentlich, wie kommt es, dass ihr in Polen produziert? Kommt ihr aus Polen oder so? Ja. Nee, das ist nicht der Grund, wir kommen nicht aus Polen, können auch nicht Polnisch sprechen. Damals ist es so gewesen, die ersten 2 Serien haben wir noch in Deutschland produzieren lassen und hatten schon damals ein relativ hohes Bestellaufkommen und haben uns überlegt, wie können wir das so schaffen, dass wir halt einfach noch schneller die Taschen zu euch bekommen. Wir hatten da eine kleine Reise gemacht, praktisch so quer durch Polen, haben mehrere Firmen angeguckt, die wir vorher recherchiert haben. Und sind dann praktisch hier hängen geblieben aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Firma einfach gut passt, die Leute sind sympathisch, wir kommen gut damit zurecht und das hat sich auch in den letzten 3 Jahren einfach so bewahrheitet, was wir damals auch so gedacht haben. Genau, letztendlich ist es ja so eine ganze Kette. Das eine ist, sind die paar Leute, die ihr vielleicht seht, also Vitali und ich, dann noch das Team bei uns in Birkenfeld. Das andere ist aber halt dieser Produktionspart, wo halt einfach diese ganze Kette steht und wo man wirklich einigen Menschen ein Leben ermöglicht, vor allem halt auch im Ausland. Ja. Auch wieso, fragt ihr euch vielleicht, lassen wir die Taschen nicht in Südamerika, in Indien, in Bangladesch oder sonst wo produzieren? Für uns ist es ein enorm wichtiger Punkt, weil Vitali hier alle 6, 8 Wochen auch ist. Ich bin nicht ganz so häufig hier, aber auch mehrmals im Jahr. Dass man da halt einfach eine gewisse räumliche Nähe hat. Also hier kann man in Anführungszeichen auch mal schnell rüberfahren. Es sind nur 1100 Kilometer circa von uns. Ja. Man ist relativ schnell hier. Öfters haben wir auch irgendwelche Sachen, die wir vorbeibringen müssen oder wichtige Themen, die wir durchsprechen müssen. Wir skypen hier auch ab und zu mal mit den Leuten hier aus Krakau oder vor allem auch Vitali. Aber es ist doch was anderes, wenn du dieses persönliche Gespräch führen kannst, wo du halt einfach auch über 2, 3 Tage verteilt immer mal wieder intensive Gespräche führst, Meetings hast mit den Leuten aus der Produktion und so weiter. Da geht es dann einfach weiter voran und auch schneller voran. Und wir haben hier halt die genaue Übersicht. Wir sehen, wer arbeitet hier und dass es faire Bedingungen sind. Und das war uns auch ganz wichtig, als wir nach einer Produktionsstätte, nachdem wir in Deutschland angefangen haben und gesagt haben, wir müssen jetzt gucken, wie wir weitermachen, dass wir auch genau sehen, wo unsere Taschen gefertigt werden. Es gibt auch viele, wir kennen auch viele Anbieter, wo du die Tasche in Fernost irgendwie für natürlich einen Bruchteil vom Preis natürlich fertigen kannst, aber da haben wir dann nicht mehr die Kontrolle und den Überblick, wer arbeitet für uns. Sind es faire Arbeitsbedingungen und das war uns doch wichtig auch. Ein großer Grund, wieso wir auch hierher gekommen sind. Also es ist grundsätzlich nicht so, dass Fertigung in China oder in Indien oder auch in Bangladesch oder auch in Südamerika schlecht ist, das ist nicht der Punkt, sondern wir sind halt einfach, wir stellen Kamerataschen, ja, würde ich sagen, im Premium-Bereich her und wir wollen da schon immer noch ein Auge drauf haben, wie sieht das Leder aus, wie sehen die Verschlüsse aus, was passiert da, wie sehen die Arbeiter aus, die Arbeiter sollen uns kennen und das ist halt, wenn du in Indien die Taschen produzieren lässt, dann kommt da halt ein Container voll oder wie viel halt auch immer. Und entweder es passt, dann ist man glücklich, oder was ist, wenn es nicht passt. Und wir wollen halt einfach nicht zu viel Distanz drin haben. Wenn man natürlich jetzt ein anderes Material vielleicht verwendet, dann sieht es anders aus, weil dann hast du einfach eine Rolle, ein gleichförmiges Material, dann ist es halt einfach etwas, ist die Serienfertigung einfacher zu gestalten, weil es da nicht so viel... Dann ist die Serienfertigung einfacher zu gestalten, weil da nicht ganz so viel Toleranzen möglich sind oder weil das Augenmaß nicht ganz so wichtig ist. Was auch an unserem Produzenten hier gut ist, ist eigentlich seine Größe. Der passt perfekt zu uns, kann man sagen. Also es sind ungefähr zwischen 20 und 30 Mitarbeiter in der Fertigung. Wir haben sehr direkten Draht zu dem Produzenten, wenn wir jetzt ein paar Sachen haben, die uns jetzt ganz wichtig sind, dann können wir die mit reinschieben und die sind dann wichtiger priorisiert, kann man sagen. Dann werden die auch gemacht. Wenn wir merken, dass eine bestimmte Farbe in einer bestimmten Größe sich in den letzten 4 Wochen sehr gut verkauft hat und wir merken, der Lagerbestand geht zu Ende und wir haben eigentlich gesagt, die sollten erst in 2, 3 Monaten produziert werden, als Beispiel, dann kann Vitali auch hier dem Produktionsleiter sozusagen einfach über WhatsApp kurz eine Nachricht schicken, sagen, hey, so und so sieht's aus, kannst du bitte bis nächste Woche so und so viele fertig machen. Und dann machen die es meistens auch möglich. Für den einen oder anderen ist es sicherlich interessant, als wir vor einem Jahr oder vor etwas mehr als einem Jahr mit Wax Canvas angefangen haben zu arbeiten, da hatte diese Firma überhaupt gar keine Expertise darin. Wax Canvas verhält sich komplett anders als Leder
und ist eigentlich schwieriger auch zu verarbeiten als Leder. Und da haben die sich jetzt wirklich auch einiges an Wissen aufgearbeitet. Was auch das große Problem bei Wächst Canvas ist, oder vor allem am Anfang war, die Beschichtung. Das Wachs praktisch verstopft dann die Nähmaschinen. Es muss viel öfters gewartet werden, viel öfters müssen die Nähmaschinen geputzt werden. Also es ist ein ziemlich höherer Aufwand, wobei man denkt, es ist ja die gleiche Tasche, die gleiche Nähte. Es muss viel öfters umgefaltet werden. Die Nähte die Enden sind nicht einfach nur geschnitten, sondern es müssen gefaltet werden. Viel mehr Fasern gucken am Ende raus. Also die Verarbeitung von einer Canvas-Tasche ist ziemlich viel aufwendiger als von einer Ledertasche, was sich auch im Fertigungspreis dann niederschlägt. Das dauert immer eine ganze Weile, bis ein Produzent das Produkt genau versteht, aber dadurch, dass wir damals noch relativ am Anfang gewesen sind, ja, haben die jetzt hier schon wirklich ein sehr, sehr tiefes Know-how, was unsere Produkte betrifft. Das ist mir auch heute aufgefallen, oder auch gestern, wir sind seit gestern hier, als wir durch die Fertigung gegangen sind. Je nach Modell besteht so eine Compagnon-Tasche aus 40, 50, 60 Teilen, also es kommt immer aufs Modell an. Genau. Und das ist wirklich auch eine sehr, sehr detaillierte Arbeit und die Leute schauen sich auch ganz genau an, okay, die Seite zum Beispiel hat das Hellbraun den gleichen Ton wie der Korpus und so weiter. Also da ist viel Erfahrung vonnöten, es ist sehr viel Detailarbeit, es wird immer noch viel auch mit den Händen gemacht, das sieht man ja auch allein wie die Speicherkarten-Etuis, die Kreuze draufgestickt werden, das finde ich ganz toll. Da wird wirklich mit Nadeln und mit Faden gearbeitet. Ja. Ja, vielleicht denkst du manchmal, ja, wieso bringen die Compagnon-Jungs und Mädels nicht schneller die Sachen raus oder nicht mehr Sachen raus? Wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen natürlich jedes Jahr einige Sachen rausbringen oder halt verbessern, verändern, aber halt die Sachen, die rauskommen, die sollen Hand und Fuß haben, die sollen funktionieren, die sollen sofort ab dem ersten Tag in deinem Profi-Alltag oder in deinem Fotografen-Alltag sehr, sehr gut funktionieren und du sollst keine Schwachstellen an den Produkten merken oder feststellen. Ja, natürlich haben wir auch Ideen und selber alle möglichen Sachen, die wir gern verwirklichen würden, aber wir versuchen uns dann immer auf ein Projekt konzentrieren und eine Sache gut zu machen und dann die nächste anzugehen. Wir kriegen auch von euch immer wieder Ideen und Anregungen, worüber uns wir auch freuen, die wir auch dann versuchen irgendwie auch mit einzubringen oder überhaupt zu verwirklichen. Aber es dauert natürlich immer seine Zeit, wie gesagt. Ja? Und so versuchen wir von einer Idee das Beste zu machen. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass wir momentan die Schwierigkeit haben, dass hier bei uns beim Produzenten die talentierte, fähige Frau, die die Prototypen baut, dass sie leider krank geworden ist oder sich verletzt hat. Was heißt, wir haben momentan, ich glaube, so 6 verschiedene Sachen. Prototypen. Das glaube ich, kann man sagen. Es sind 6 verschiedene Artikel. Wir sagen nicht was, aber es sind 6 verschiedene Artikel, die gerade in der Prototypenphase sind. Die werden auch nicht alle auf einen Schlag rauskommen. Ja. Das heißt, du kannst weiterhin gespannt sein, was von uns noch kommen wird. Genau.